Ja, hallo liebe Leute, hier ist der Veggie Uli und ich möchte heute mit euch kochen. Kochen kann ich ganz viel mit euch, weil ich habe ganz viele verschiedene Gerichte, die wir zusammen machen können. Aber ich denke mal, für einen Vegetarier oder einer, der es werden will, oder einen Veganer oder einer, der es werden will, oder einer, der hin und wieder mal kein Fleisch essen möchte und trotzdem was Leckeres zu sich nehmen möchte, fangen wir einfach mal mit dem eigentlich außergewöhnlichsten Gericht an. Beziehungsweise es ist ja kein komplettes Gericht, sondern es ist Tofu. Tofu, ja, Tofu. Wenn ich Leute frage, was ist Tofu, sagen die meisten, das schmeckt nach gar nichts, da kann ich gar nichts mit anfangen, das funktioniert bei mir nicht. Tofu kann was wunderleckeres, Schönes sein. Man kann mit Tofu wunderbare Sachen zaubern. Man muss nur wissen, wie es geht. Ne? Und es fängt dann schon beim Tofu-Einkauf an letztendlich. Gehst du in den Supermarkt rein, bekommst du natürlich nur ganz gewisse eingepackte Tofu-Sorten. Gehst du zum asiatischen Lebensmittelladen, dann kannst du auch vernünftigen Tofu bekommen. Frischen Tofu, der in Wasser eingelegt wird, damit er frisch bleibt. Ja, dann kommen wir gleich mal zu den verschiedenen Tofu-Sorten. Ich habe einfach mal welche mitgebracht, die sind dann, das ist auch ein normaler Tofu, der ist allerdings konserviert. Das heißt, der ist eingepackt. Da braucht ihr dann beim frischen Tofu, müsst ihr das Wasser wechseln. Bei dem Tofu, den braucht ihr nur aus dem Kühlschrank rausholen und benutzen. Falls ihr den tatsächlich nicht ganz benutzen könnt, dann müsst ihr ihn allerdings auch in irgendeine Schüssel reingeben mit Wasser. Das Wasser muss täglich gewechselt werden. Das ist beim frischen Tofu auch ganz wichtig. Ihr müsst jeden Tag einmal das Wasser wechseln. Dann gibt es nochmal einen Tofu. Der ist auch ein professioneller Tofu, eingepackt, auch vom Asiaten. Ich zeige euch extra diese Tofus vom asiatischen Lebensmittelladen um die Ecke, weil die einfach noch besser schmecken als die aus dem Supermarkt. Also die meisten im Supermarkt schmecken nicht. In den Bioläden oder in den Reformhäusern haben die hin und wieder auch mal besseren, meistens gewürzten Tofu. Ja, du kannst Tofu ja auch als gewürzten Tofu bekommen. In den verschiedensten Ausführungen. Du kannst einen Räuchertofu bekommen. Also ich verarbeite am liebsten den echten neutralen Tofu. Der Tofu hat jetzt den Vorteil, der hält noch länger. Der ist jetzt bis zum 28. Der geht bis in den Februar rein. Dann dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, dass wir noch einen anderen Tofu haben, der nennt sich Silken-Tofu. Silken-Tofu ist ein Tofu, der ganz weich ist und der sich eigentlich nur für die Suppe eignet. Ne? Den kann man also nicht für das Braten eines Tofus benutzen, weil wir werden heute Tofu braten. Wir machen also den frischen Tofu, verbraten wir. Nicht in Form vom Verbraten im Schornstein, sondern verbraten natürlich in der Pfanne. Ja, gut, Tofu, wie gesagt, habt ihr jetzt gesehen, was wir noch brauchen, zeige ich euch gleich. Was ich für einen Tofu benutze, den habe ich hier in so einer netten Keksdose drin. Deswegen, weil wir immer mehrere frische Tofus auf einmal kaufen, dann ist der dann hier drin. Das sind jetzt 3 Stücke à 500 Gramm. Was wir jetzt machen müssen mit dem Tofu, ganz wichtig, der ist jetzt noch relativ mit Wasser getränkt. Das heißt, wir nehmen den jetzt erstmal einmal raus, versuchen den so ein bisschen von seinem Wasser zu entlasten. Wichtig ist dabei allerdings, dass ihr nicht zu feste drückt, weil der Tofu ist relativ weich. Ne? Wenn man den ganz feste drückt, bröselt der sofort auseinander. Man soll den also nur leicht zusammendrücken. Nicht zu viel. Seht schon, wenn man weiter drücken würde, würde der sich jetzt hier zerreißen. So, jetzt haben wir den hier auf einem Holzbrett. Geeignet sind natürlich am besten Bambusholzbretter. Ja gut, jetzt haben wir den Tofu von seinem Wasser befreit. Längst noch nicht alles, weil der Tofu hat von sich aus viel Wasser in sich. Das heißt, wir werden den jetzt erstmal schneiden. Man kann den verschieden schneiden. Ne? Ich schneide den einfach mal so, wie ich das jetzt mache. Ich suche mir praktisch so eine Schicht aus, die so fingerdick ist. Kommt natürlich auch drauf an, was man für Finger hat.
Wenn ich den Finger von meiner Frau sehe, dann würde ich sagen, doppelt so groß mache ich den jetzt. Na, dann schneide ich den einmal nochmal im Längsschnitt auf. Und ihr seht, das geht wunderbar. Bitte nicht die Hand abschneiden. Ne, er steht immer noch gut. Und dann mache ich nochmal 2/3 daraus. So. Und so. Und er steht immer noch. Das ist das Wunderbare daran. Ne? Also der Tofu lässt sich sehr gut schneiden. Und dann nehmen wir einfach Stücke raus, legen die hier einfach hier so drauf. Zack, zack, zack. Entweder man macht das so, dass man den eigentlich nur mit einer Sojasauce anbrät und man macht anschließend eine Soße, die kann man sich mischen. Das werden wir später mal in anderen Videos machen. Wir machen einfach mal verschiedene Arten von Tofu. Also es gibt bestimmt 100 oder noch mehr verschiedene Arten, wie ich euch Tofu braten könnte und zubereiten könnte. Einfach mal so ganz grundsätzlich gesagt, was brauchen wir, um so ein bisschen irgendetwas überhaupt zu machen. Da haben wir einmal ganz klar das klassische Pflanzenöl. Dann haben wir die klassische Chili-Soße. Dann hier die Süß-Sauer-Soße. So, dann haben wir hier einmal die süße Sojasauce. Die ist natürlich richtig zäh. Ne? Dann haben wir die dicke Mushroom-Soße. Die sieht dann so aus. Das ist die dicke Mushroom-Sojasauce. Die haben wir dann nochmal in dünn. In dünn wird die von mir ganz häufig als Salzersatz genommen. Dann haben wir zum Süßen auch noch was ganz anderes. Und zwar ist es der Agavensirup. Gut, dann haben wir natürlich noch den Knoblauch. Und was wir heute auch benutzen werden, das ist hier Thai Basilikum. Der sieht dann so aus. Er riecht nach Basilikum, er riecht nicht nach deutschem Basilikum, sondern er riecht nach Thai Basilikum. Wunderbar, kann man wunderbar mit zaubern. Den werden wir nachher auch noch mit einbauen. Ja, dann haben wir eigentlich schon mal alles gesagt über den Tofu. Ich habe euch mal die Soßen beschrieben. Wir haben hier nochmal ein klassisches Currypulver. Das ist jetzt ein mildes Currypulver. Ihr könnt es euch mal anschauen. Das wird von mir auch oft benutzt. Dann habe ich hier noch so ein Zauberpulver, Currypulver, ein indisches. Das gibt es leider hier nicht zu kaufen. Das kriege ich nur von meinem lieben Freund Raju, der nicht hier lebt, sondern in Indien, in Jaipur. Und der mir lieberweise bei unserem letzten Besuch viel davon mitgegeben hat. Wunderbar, da ist da noch Ingwer mit drin und so, also andere Sachen, die ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Hat dadurch schon gar nicht mehr so viel mit Curry zu tun. Aber mal so ein kleines Priseschen davon. Aber muss nicht sein. Das schmecken die meisten gar nicht raus. Ist eigentlich nur für mich, für die Seele. Seelenfutter. Ja gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt gleich mal an. Im Körbchen bringe ich euch jetzt was anderes mit. Und zwar meine Lieblingspfanne. Die habe ich in Thailand gekauft. Diese Pfanne ist ja eine Wokpfanne. Ne? Die kann man eigentlich am besten auf dem Gasherd benutzen. Die sieht jetzt auch schon ziemlich mit Leidenschaft gezogen aus. Auch von innen. Ich habe sie also immer fair behandelt. Ich habe da keine Metallsachen mit reingemacht oder sonst was. Das liegt daran, warum Pfannen letztendlich irgendwann mal nicht mehr so toll aussehen, wenn ihr zum Beispiel mit Zucker arbeitet. Zucker ist auch, es ist wie so ein Schleifstein, ja? Das ist wie ein Quarz. Und da kann man mit einem Holzlöffel reingehen und wenn du da Zucker reinmachst, dann kommen da trotzdem irgendwelche Ungeraden rein, die sich dann irgendwann mit Öl und sowas versetzen. Deswegen sieht das wie gesagt so aus. Trotzdem ist es meine Lieblingspfanne. Ich habe also mehrere Pfannen hier, aber eigentlich kann ich oder möchte ich am liebsten nur mit meiner richtigen Pfanne arbeiten. Ja, wir haben jetzt wie gesagt den Tofu auch schon ziemlich lange stehen. Den hole ich jetzt nochmal zu uns, damit ihr das euch nochmal angucken könnt. Ne, der hat sich jetzt schon abgetrocknet. Das Wunderbare, ihr seht, wenn ich den Tofu runterhole, seht ihr, dass unter dem Tofu so eine kleine Wasserschicht ist. Das heißt, das Holz hat im Prinzip schon ein bisschen Tofu-Wasser aufgenommen.
Na, wir müssen das jetzt auch nicht übertreiben, weil ich habe ja immer gesagt, es ist schön, wenn man ein relativ schnelles Gericht kochen kann, ohne dass man jetzt irgendwo 3 Stunden irgendwas kühl stellen muss oder irgendwas abtrocknen muss. Du kannst also wirklich, das Holz nimmt Feuchtigkeit auf und wenn du dann den Tofu aufnimmst, dann ist das in Ordnung. So, ich stelle jetzt die Pfanne hier drauf. Mach mal kurz die Pfanne an. Erhitze die ein wenig. Wichtig ist, dass man die Pfanne erst ein wenig erhitzen soll und dann kommt das Pflanzenöl rein. Ja, Öl. Öl ist eine Philosophie, da kann man drüber streiten, da kann man drüber sprechen oder da sollte man auf jeden Fall drüber sprechen. Es gibt ja so viele verschiedene Öle. Es ist eigentlich kein Öl gesund, es sei denn, es ist ein kaltgepresstes Öl. Da gibt es einige Öle, die Olivenöle, die jetzt, wollen wir sagen, auch in einem etwas anderen Bereich von Qualität stehen, ne, die wir also nicht für 2, 3, 4 Euro kriegen, sondern dann vielleicht auch schon 10 Euro für bezahlen. Kalt gepresst, nicht braten. Ne, dann haben wir das Kokosöl. Das Kokosöl ist auch ein interessantes Öl, aber es ist letztendlich auch ein festes Öl und ein festes Öl ist auch nicht so gesund für den Körper. Kann man aber auch mal machen. Kokosöl ist eigentlich das einzige von diesen ganzen Ölen, die man relativ hoch erhitzen kann. Ne? Also Olivenöl könnt ihr mit arbeiten, aber denkt immer daran, nicht höher wie 180 Grad. Ne? Deswegen bin ich mittlerweile so ein bisschen kompromissloser. Ich habe früher viel mit Olivenöl gebraten, auch wirklich in dem Bereich, wo Olivenöl sich gut behandeln lässt und nicht giftig wird. Aber letztendlich bin ich da mittlerweile von ab. Grundsätzlich müssen wir natürlich auch bei der ganzen Sache sagen, das, was ich mache, das schmeckt lecker. Gesund ist anders. Ne? Gesund ist, wenn man Rohkost isst, das ist gesund. Also ein Tofu ist insofern gesund, weil der Tofu selber keine Cholesterin hat. Das heißt, er ist aus einer Sojabohne bzw. aus Sojamilch entstanden. Die Produktion müsst ihr euch so ähnlich vorstellen, wie man das bei der richtigen Milch mit dem Käse macht. Ne, das ist irgendwo ähnlich. Ne, dann wird letztendlich die Sojamolke von der Sojamilch getrennt und dann kannst du dann daraus Tofu machen. Haben wir auch schon mal selber gemacht. Ist nicht ganz so einfach. Und man muss immer wissen, auch beim Käse ist es so und bei der Milch ist es, bei der Sojamilch ist es auch so, man braucht enorm viel Milch, um dann das Resultat hinzubekommen, dass man dann 500 Gramm Tofu bekommt. Ne? Also wir sind da beim Vierfachen ungefähr. Das heißt, um 1 Kilo Tofu zu bekommen, brauchen wir 4 Liter Tofu-Milch. Ne? So, jetzt haben wir die Pfanne so ein bisschen erhitzt und können dann letztendlich mal das Olivenöl reinführen. Du kannst im Grunde genommen, eigentlich alles reinmachen, wenn du willst. Ne? Ich meine, ich mache jetzt nicht alles rein, aber du kannst viel reinmachen, weil letztendlich ist es besser, du machst viel rein und lässt den Tofu in viel Öl braten, weil er dann nicht so viel Öl zieht. Wenn du jetzt ganz wenig Öl noch reinmachen würdest, dann würde der Tofu immer versuchen, dieses Öl aufzusaugen. Und ich versuche jetzt den Tofu mit viel Öl, das ist wie bei einer Pommes auch letztendlich. Ne? Die Pommes schmeckt ja am besten, wenn sie letztendlich krossig ist und nicht voll Öl ist. Ne? Die soll ja im Grunde genommen nur in dem Öl gebraten werden. Und so machen wir das mit dem Tofu auch. So, jetzt bringen wir das hier mal an uns. Ja, liebe Freunde, es ist jetzt natürlich so, der Tofu muss rein. Ich habe im Übrigen die Pfanne schon mal runtergestellt. Normalerweise läuft bei uns das Gebläse. Wenn wir das jetzt anmachen, dann könnten wir uns nicht unterhalten. Also wir werden nachher lüften müssen. Wenn ihr das zu Hause macht, denkt auch daran, Fenster auf oder Gebläse an. Ne? Ganz wichtig. Ja, also ich nehme jetzt hier dieses Stäbchen da, dieses chinesische Stäbchen. Deswegen, weil ich eigentlich gerne mit Stäbchen esse. Meine Frau, die kommt aus Thailand. Wir sind oft in Thailand, wir sind oft in Indonesien, in Indien. Da, wo es geht, esse ich halt auch mit Stäbchen ganz gerne. Ne? Also ihr könnt das mit einer Zange machen. Und daran denken, das ist ja jetzt auch ein bisschen nass, das Ganze. Es macht Geräusche am Anfang. Und es spritzt, seht ihr, ne?
Ne, man kann den so ein bisschen am Anfang umrühren. Ihr müsst nur daran denken, das kann sein, dass der backen bleibt. Das heißt, der verbackt sich praktisch mit der Pfanne und dann kannst du den nicht so ohne weiteres umdrehen. Ruhen lassen erstmal. Ich kann auch eine Pfanne drauf machen, einen Deckel drauf machen. Dann qualmt das nicht so viel. Und dann lassen wir den jetzt mal ein bisschen arbeiten. Und inzwischen möchte ich euch mal kurz den Knoblauch schneiden. Ja. So, jetzt haben wir den einfach zerquetscht. So. Und dann können wir den nochmal ein bisschen kleiner schneiden. Wir wollen den aber auch nicht ganz klein schneiden. Also der kann ruhig ein bisschen grober, größer sein. Das ist jetzt hier das Teil Basilikum. So, liebe Freunde, das ist jetzt unser Tofu. Ich habe den jetzt noch nicht umgedreht. Wenn ich den jetzt so wackel, merkt ihr, dass der Innenbereich der schon angebackt ist. Ne? Weil liegt daran, weil da die Hitze am meisten ist. So, dann gehe ich da mal so zwischen und versuche den mal umzudrehen. Das ist manchmal ein bisschen mühselig. Ist aber jetzt eigentlich nur die ersten in der Mitte, weil die ja so ein bisschen verbacken sind. Jetzt sind wir bei dem Thema Salz oder Sojasauce. Ne? Wie gesagt, ich bin zu faul, die Mühle zu drehen. Und die Sojasauce, die bietet sich, die Mushroom-Sojasauce, die Pilz-Sojasauce, die dünne, bietet sich wunderbar zum Salzen von dem Gericht an. Ne? Wir gehen da einfach so ein bisschen rein, machen das hier drüber. Und das Schöne ist bei der Sojasauce, ne, das zieht in den Tofu schon rein. Und ihr seht, wie es wieder schöner brutzelt. Also du hast eigentlich auch den Effekt dabei, dass der Tofu schneller fertig ist. Ne? Jetzt können wir hier unsere mittleren Stücke jetzt nochmal umdrehen. So, und jetzt drehen wir auch die Pfanne mal. Die Pfanne hat das Problem, dass wir letztendlich auch innerhalb der Pfanne verschiedene Hitzebereiche haben. Deswegen drehe ich die Pfanne gerne. Das mache ich bei ganz vielen Gerichten. Ja? Muss man natürlich gucken, dass man die auch drehen kann. Also hier kann ich jetzt nicht weiter drehen, weil es nicht geht. Nach hier kann ich aber drehen. So, dann sind wir hier schon mal in dem Bereich, wo wir eigentlich sagen können, der innere Tofu ist fertig. Ne, man sieht das jetzt schon, wenn ich jetzt auch den umdrehe, dass der weiter ist. Deswegen müssen wir den anderen Tofu, der jetzt in der Mitte ist, der sieht jetzt so aus von der Seite, sieht wunderbar aus, den stellen wir einfach nach außen. Jetzt sind wir so weit, dass das Ergebnis eigentlich schon mal vom Tofu her fertig ist. Wir haben Sojasauce reingemacht und der Tofu ist eigentlich jetzt soweit fertig. Ich stelle jetzt die Temperatur schon aus, weil wir haben hier eine enorme Restwärme. Macht Folgendes, ich entnehme jetzt den Tofu, pack den mal in ein Sieb rein. Da kannst du das Sieb hier nehmen oder du kannst das Sieb nehmen. Ich nehme heute mal das ist glaube ich besser. Habe ich gar nicht gesehen, dass wir so eine tolle Siebe haben hier. Ne? Und dann machen wir Folgendes, wir packen den einfach hier schon mal drauf. Ne? Aber man sieht schon, der ist so trocken, das heißt, der ist nicht ölversaut, da ist kein Öl drin, der ist eigentlich so jetzt mundfertig, wenn man den jetzt zum Beispiel mit einer Soße essen möchte. Ne? Du kannst den jetzt zum Beispiel mit dieser Chili-Soße essen. Da kannst du den Tofu einfach reintauchen. Schmeckt wunderbar. Du kannst natürlich auch das Ganze noch ein bisschen anders machen. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Weil was wir jetzt machen werden, wir werden nämlich jetzt trotzdem nochmal die Resthitze nehmen, um den Knoblauch und den Basilikum so ein bisschen anzubraten. Ne? Und dann müssen wir hier noch schnell die restlichen Tofus rausmachen. Mein Knoblauch, Basilikum
kommt jetzt hier nochmal richtig so ein bisschen raus. Ihr hört das schon. Wir machen jetzt Folgendes. Wir kippen das rein. Ja, das ist jetzt wunderbar. Ne? Das heißt, wir werden hier nochmal ein bisschen das Öl entnehmen. Jetzt machen wir Folgendes. Wir legen den Tofu wieder in die Pfanne rein. Ne? Die Pfanne ist noch ein bisschen heiß. Dann nehmen wir unsere dicke Sojasauce, verteilen die ein bisschen auf dem Tofu. Ihr hört es jetzt auch noch ein bisschen krachen. Das heißt, letztendlich ist da genug Hitze drin, damit man da ein bisschen spielen kann. Ne? Ja, das wird alles schon ein bisschen knackiger. Was wir jetzt machen, wir bringen den Rest von unserem Basilikum und Knoblauch auch mit rein. Und im Prinzip kann man sagen, mit ein wenig Currypulver, mal Jaipur-Pulver, schmecken wir die ganze Sache noch ein wenig ab. Und dann ist unser Gericht fertig. So, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft zusammen. Unser erstes Gericht. Ich bin auch stolz. Also das ist jetzt eine Variante von leckeren Tofu, den ihr natürlich dann mit Reis essen könnt. Den könnt ihr mit Nudeln essen, den könnt ihr so essen, den könnt ihr essen, wie ihr wollt. Ihr könnt ihr mit einem leckeren Salat essen. Das ist eigentlich eine wunderschöne Ersatz für Fleisch. Na, und es ist wie gesagt die Variante Tofu mit süßer Sojasauce. Und das nächste Mal werde ich euch dann mal was anderes kochen. Wir werden immer zwischendurch Tofu ausprobieren. Aber ich mache jetzt keine Tofu-Serie, weil das irgendwann zu langweilig wird. Also das ist jetzt Tofu. Morgen gibt es eine andere schöne Überraschung. Und denkt daran, abonniert uns und gebt uns ein großes Plus. Danke, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.